Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies. Und damit herzlich willkommen hier bei Let's Play Metal Gear Solid The Twin Snakes. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the pause button and then the A button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the pause button and then the A button to receive the call. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Ja, The Twin Snakes ist das Remake zum ersten Teil von Metal Gear Solid. Es gibt einen nullten Part, das hier ist der erste Part. Vielleicht habt ihr den nullten Part nicht gesehen, den findet ihr in der Playlist. Den habe ich auf nicht gelistet gestellt, weil er nicht der reguläre Anfang der Playlist ist. Gehen wir doch mal ran. Start und A drücken. Nee, Start gedrückt halten und A drücken. So geht das. Hallo? Crouch down by pressing the crawl button, and then press the control stick in the direction you want to crawl. Just remember that you can't move very fast when you're crawling. You can stand up by pressing the crawl button again. Ja, das dachte ich mir schon. Ich wollte aber erstmal eine Einleitung geben. Wir können ja schon mal hier unten hingehen, denn ich habe es mal angespielt und da unten gibt es etwas Positives, eine Ration. Ja, das ist das Remake zum ersten Teil. Wir spielen also den ersten Teil quasi. Ich kann leider PS1-Spiel nicht aufnehmen, sonst würde ich den ersten Teil auch in der regulären Variante spielen. Ups, das sind aber hier unter Wasser eine schwierige Steuerung. Noch wer will denn da jetzt noch was? Snake, you can climb onto anything up to about waist height by pressing the action button. This might come in handy. Dankeschön. Die Action Button ist B nicht. B ist ein Klopfen, aha. Ah, die Y-Taste, oder geht's auch mit der X-Taste? Das ist ja auf der Gamecube. Ups, dann möchte ich auch erstmal rumprobieren. Es ist komplett blind. Ja, im nullten Part da, das ist Ducken. X ist Ducken. Im nullten Part, da machen wir ein bisschen, da habe ich die ganzen Hintergründe angeguckt, die man sich im Spiel angucken kann. Mal sehen, mit X ducke ich mich. Und da ducke ich mich nur. Ah, und wenn ich dann hier gegenlaufe, dann krabbel ich automatisch. Ich verstehe. Was gibt's sonst noch? Auf L habe ich hier meine Items. Zigaretten machen abhängig und sind sehr gesundheitsschädigend. Snakes bevorzugte Marke. Fernglas, militärisches Fernglas zur Aufklärung auf großen Entfernungen. B-Knopf zoomt ein, X-Knopf zoomt aus. Ration, Fertiggericht. Füllt erschöpfte Lebensanzeige automatisch auf, wenn Ration geführt wird. Zum Benutzen A-Knopf drücken. Ja, die haben wir gerade gefunden. Okay, das war das hier. Auf R haben wir auch noch Sachen. Da haben wir unsere Waffe. M9, Betäubungspistole mit Schalldämpfer. Zum Zielen A-Knopf drücken und zum Schießen loslassen mit Laserzielgerät. Ja, das Remake. Das ist dieselbe Waffe. Okay, rüsten wir die einfach mal aus. Oh, die Zigaretten nicht ausrüsten, weil sonst das nicht gut. Weil das zieht uns Gesundheit ab. Moment, so. Jetzt haben wir hier erstmal nichts ausgerüstet. Das Remake hat ein paar Änderungen. Hallo? Geht der weg? Ich spiele es übrigens auf leicht, weil ich nicht das Gameplay wegen nicht das Gameplay wegen spiele, sondern eher der Story, von der ich schon viel Gutes gehört habe. Moment, wie ziele ich jetzt?
Moment, wie ziele ich? Das stand hier. Beton, zum Zielknopf A drücken und zum Schießen loslassen. Ah, okay, so kann ich da zielen. Was soll meines Wissens nach auch eine Ego-Perspektive geben? Aha. Mit, wie heißt denn der Knopf? Z? Geht das? Kann ich mit dem hier auch was machen? Offensichtlich nicht. Ich könnte ihn schlagen. Ich muss mich erstmal in die Steuerung reinfinden. Kann ich auf dem Steuerkreuz noch irgendwas tun? Nein, da könnte ich mich alternativ bewegen. Mit dem C-Stick auch nichts. Oh Gott. Ist ein bisschen schnell eingestellt, der Control-Stick. Ich muss mich erstmal reinfuchsen, denke ich. Gehen wir in den Fahrstuhl und fahren nach oben. Oh yeah. Wir sind Solid Snake. Kurz zusammengefasst, ein sehr, sehr talentierter oder sehr ausgebildeter, auf jeden Fall ein sehr heftiger Elite-Soldat, ein Agent. Wir müssen diese Basis infiltrieren und haben 2 Missionsziele. Einmal herausfinden, ob es hier Atombomben gibt, ob die bereit sind und sie gegebenenfalls stoppen, die Leute hier, davon die Atomrakete zu benutzen. Und zum anderen den DARPA-Chief befreien, der hier als Geisel genommen wird. Metal Gear Solid The Twin Snakes. Das muss man so sagen, weil es groß auf dem Bildschirm stand. Nicht, dass ihr euch wundert. Und ja, es ist ein Gamecube-Spiel, darum in 480i. Also es gibt Streifen hier so im Bild. Da sieht man es gerade bei dem Bandana sehr schön, wie es flackert. Da hat man so halbe Streifen, da kann ich nichts dran ändern. Aber ich denke, das geht auch so. Ah, er hat das Foxhound-Logo auf der Weste. Sind also einfach Foxhound-Leute. Wieder ein Gespräch mit dem Colonel. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy. I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. A Hind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. Okay, das machen wir doch. Wenn ich wieder was sehe. Ah, noch ein Gespräch. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, he must be crazy to fly Hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing.
I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so... cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. What's this? I'm being hit on by the famous solid snake? But I'm surprised. I didn't think you'd be so frank. Looks like we both have a lot to learn about each other. It does, doesn't it? Well, let's get to know each other better. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Okay, unser Radar, ja. Snake, your radar isn't affected Habe by ich the verstanden. weather, War, but glaube ich, if auch nicht so discovered by an kompliziert. enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar. So contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake. We're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to save your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. Ich finde die Dialoge wirklich gut. Ich spiele es auch wirklich ganz leicht. Das kann sein, dass ich darum schon am Anfang diese Pistole hatte, weil das scheint ja gerade nicht mit dem übereinzustimmen, was gesagt wird. Yeah, I can't just knock on the door and ask them to let me in. What about the air duct near the door? One sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Okay. Darf ich jetzt wieder spielen? Was mich ein bisschen bisher stört, mal sehen. Ich gehe mal in diese... Ah, okay, jetzt ist die First-Person-Perspective. Jetzt ist sie auch nicht mehr wie das Fernglas. Also, nee, das Fernglas ist auch nicht gerade. Eben war es irgendeine komische, diese orange Sicht. Ihr habt das ja selber gesehen. Ration haben wir eine von 5, richtig? Ah ja, okay, jetzt ist es normal. Oh, jetzt habe ich geschossen, ohne dass ich es wollte. Man konnte es wohl nicht mehr abbrechen. Ah, okay, ich kann mich ducken, aber wenn ich mich im Rennen ducke, dann mache ich so eine Rolle. Nee, da... Oh. Oh, oh. Auf Konsolen steuern. Es ist mir immer noch ein Graus. Und weiter nach rechts kann ich nicht, weil unser Sichtfeld natürlich begrenzt ist. So, gehen wir mal hoch und gucken, ob wir uns eine Waffe irgendwie krallen können. Wir haben natürlich nur eine Betäubungswaffe, das heißt, denen geht's allen gut. Können wir das irgendwie, seine Waffe nehmen? Nein. Wir können ihn nochmal abschießen. Was haben wir hier? Noch eine Ration. Sehr gut. Und wir haben Fußabdrücke. A surveillance camera. Die mache ich da auch fertig. Geht das so einfach?
Moment. Das muss doch gehen. Man kann auch eine Kamera stets zerschießen. Ich weiß, ich verschwende gerade unten einen Haufen Munition. Aber nee, scheint nicht zu gehen. Dann schleiche ich mich drumherum. Und ich mache eine Menge Lärm beim Schleichen auf der Treppe, weil die halt aus Metall ist. Ich denke, Moment, ey. Geh da hoch, okay. Vielleicht brauchst du nicht schleichen. Was haben wir hier oben sonst noch so? Ich möchte mal probieren. Oh. Komm raus. Oh oh, das ist nicht gut. Nehme ich an. Hallo. Ich habe keine Munition mehr. Wie lade ich nach? Okay, das habe ich nicht geschafft. Mal sehen, Moment. Ach, Magazin. Zum Drücken, zum Werfen. Zum Halten. A-Knopf drücken. Zum Werfen, Knopf loslassen. Ach, jetzt habe ich Magazin, aber keine Waffe, oder wie? Das ist doch bescheuert. Warum sollte ich das tun? Ah, ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Ich wüsste aber gerne, wenn man die Waffe nachlädt. Das würde ich gerne noch herausfinden, schnell. Ah, jetzt habe ich die Ration auch benutzt. Dann mache ich euch jetzt so fertig. Ich denke, aufgrund meines Schwierigkeitsgrads sollte das eventuell sogar gehen. Ich habe es also überlebt. Oh Gott, das ist ja ein super Anfang. Wie lebt man nach? Ich wollte eigentlich nur den Scheinwerfer kaputt machen. Okay, unser Radar ist wieder so wieder verfügbar. Wow. Nein! Snake, lass das! Okay. Wie lädt man denn nach? Empty. Das kann ich sehen. Im Menü vielleicht, bei Start. Achso, Start kann ich nicht drücken, sage ich. Aber ich komme ins hier rein. Und hier kann ich mir die Leute auch aussuchen. Oder ich kann es von mir aus irgendwie einstellen. Okay. La. Ich versteck mich. Hehehe. Das funktioniert nicht gut, oder? Also jetzt sehen wir schon mal, was ich hier in diesem Spiel kann. Ich sollte vielleicht einfach mich erschießen lassen, ja, und das nochmal vernünftig machen. Jetzt habe ich hier im ersten Part dann halt so ein paar Fails drin, aber kann ich hier denn irgendwo den nachladen? Kann ich hier auch nicht. Ich wüsste gern, wie ich nachlade. Auf dem Steuerkreuz kann ich mich auch nur bewegen. Kann die Ego-Perspektive gehen? Was machst du denn da? Ich schieße, aber ich habe keine Munition. Empty. Achso, es ist einfach komplett leer. 0 von 46. Ich dachte, wir hätten noch 46 Kugeln, aber das Magazin wäre leer. Okay, dann wird sie wahrscheinlich automatisch nachladen. Wir haben nur keine Kugeln mehr. Also, der erste Part. Der erste Tod. What's wrong? Snake! Snake! Wir machen natürlich weiter. Aber noch nicht in diesem Part, denke ich. Obwohl, wollen wir es nochmal probieren, damit ich irgendwas wenigstens geschafft habe in diesem Part. Wie kann man die Waffe wieder weglassen? Geht das irgendwie?
Irgendwie habe ich es wieder weggelassen. Hä? Oh, es ist super schwierig, Z gedrückt zu halten. Was man ja muss, um in der Ego-Perspektive zu bleiben. Da gehe ich gerade die ganze Zeit irgendwie raus. Okay. Das hätten wir. Ah, okay, wir können einfach die Waffe wechseln, falls wir nicht mehr wollen. Haben wir jetzt hier eigentlich die Munition aufgesammelt? Wir hatten vorhin irgendwoher Munition. Ich weiß nicht genau woher. Hallo? Kann ich sie bitte durchsuchen? Nein, das funktioniert nicht. So, dann müssen wir auch mal gucken, wo genau wir eigentlich hin müssen. Da ist die Sicherheitskamera, an der muss ich ja vorbei. Dafür sollte ich vielleicht auch nicht schleichen. Die Anzeige, doch, die kommt auch nochmal. Ich frage mich immer, warum ich die nicht kaputt machen konnte. Oh, der schläft eh schon. Also die Z-Taste, das ist echt nervig, aber man kann auch einstellen, dass man nicht immer gedrückt haben muss, um in die Ego-Perspektive zu gehen. Das werde ich im Menü nochmal einstellen. Denke ich. Das wird mir auf jeden Fall helfen, weil gerade ist das größte Problem, das ich habe. Schläft er noch? Der eine schläft noch. Oder? Geh einfach an dir vorbei. Nee! Uah! Ich wurde angerufen in dem Moment, wo ich es reingeschafft habe. Das hat mich überrascht und erschreckt und irgendwie... Gut, das hören ja nur wir, darum wurden wir deswegen wahrscheinlich nicht erwischt, aber trotzdem, es hat mich erschreckt. Okay, aber wir werden nicht mehr gesucht, weil wir im neuen Bereich sind. Da können wir hin. Da auch. Können wir euch ratten eigentlich? Ne, ihr seid nicht auf der Höhe und ich komme nicht so weit hin. Da habt ihr Glück gehabt. Vielleicht wenn ich von hier aus... Achso, Waffe wieder ausrüsten. Ne, da komme ich nicht hin. Okay, ich möchte dann erstmal hier lang. Und kann ich hier drin... Ja, hier drin komme ich auch rein. In unseren... unser kleines... Wie heißt es nochmal? Ich habe den Namen dieses Geräts vergessen, aber wir können mal Campbell anrufen. Er wollte uns wahrscheinlich gerade erreichen, nehme ich an. You'll automatically go into intrusion view. Press up on the control stick to go forward and down to shuffle backwards. You can also press right or left to turn. Advance while hiding yourself. Pay attention to the enemy's actions and make sure you're not discovered. You can also fire your weapon when you're in intrusion view. Don't forget that. Just because you're in intrusion view, it doesn't mean that all is safe. If you're spotted, the enemy will of course attack. Be careful not to let the enemy see you crawl into your hiding spot. Even in intrusion view, the enemy could look into your hiding place. In that case, you have to move to get out of their line of sight. You can't be careless, even in intrusion view. That clear? Snake, first you've got to find the DARPA chief. Look for clues. Okay, wissen wir Bescheid. Ich wollte aber Mei Ling anrufen. War es Mei Ling? Ich glaube, das war sie, bei der wir speichern können. Ich möchte gern speichern, ja. Memory Card, Slot A und eine neue Datei. Ja, machen wir. Dann würde ich sagen, das war Metal Gear Solid The Twin Snakes für heute zum ersten Mal. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful and avoid getting into a fight whenever you can. You're right. Wow, you know all sorts of great quotes, don't you? Well, both my parents are from Guangdong, China, but I was born and raised in America. I've always liked reading literature from both sides. Kinda keeps me in touch. I'll share some more quotes with you if you like. I'm looking forward to it. But to tell you the truth, I'd like to learn more about you. Well, I'll think about it. Niedlich.
Die beiden machen rum. Ja, das war's für heute mit Let's Play Metal Gear Solid The Twin Snakes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.